Willkommen zu unserer 18. Giant Farm Session, nachdem es das letzte Mal ja endlich gut lief, kann man sagen. Also sehr gut, besser gesagt. Besser als jemals zuvor, könnte man auch sagen. Ich spoiler's nicht, schaut gerne das Video. Ja, sind wir wieder on the grind, allerdings heute recht spät dran. Und ich habe auch schon gesehen, andere Leute am Farmen. Kann es sein, dass ich heute vielleicht mal wieder nur 30 oder so anpeile, Giants. Und wir dann tatsächlich die Quest vielleicht machen. Smallkraken, 500 Smallkraken töten. Vielleicht quest ich mal wieder ein bisschen. Muss ich oder wollte ich eigentlich auch noch erledigen. Bis Ende FEC. Nur die Kingsters werden wieder von der Konkurrenz verschmäht. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig. Vor allem Violet Kingster ist der Level 155. Also selbst wenn man 160 ist, hat man bei ihm noch zumindest eine halbwegs gute Chance, was zu droppen. Deswegen wundert es mich, dass den viele Leute, die aktiv farmen, selbst manche Leute, die Giant Kingster farmen, sich sehr oft nicht den Violet schnappen. Merkwürdig. Und wie es sich bestätigt, auch auf dem anderen Channel, ein Violet Kingstar. Wenn wir zumindest die Violet Kingstars alle mitnehmen und vielleicht auch Giant Kingstars, dann ist nicht so schlimm, dass ein paar Nagas weggefarmt werden. Und ja, wie gesagt, zur Not dann eben einfach noch ein bisschen questen. Und Giant King mit deiner... Also Orikalko müssen wir heute, by the way, droppen. Sonst kommen wir an die über 200 Giants ohne Ori. Was irgendwie geistesgestört klingt. Kann man nicht vorstellen, dass das normal ist. Mit deiner Orikalko, please. Violet Naga ist uns wohlgesonnen. Mit dem ersten Pop-Up des Tages ein X-Braut deckt. Und unser erster Giant Naga, er war der uns letztes Mal das Glück beschert hat. Hoffen wir doch, dass das bald wieder tun wird. Tatsächlich noch ein Violet Naga, Entschuldigung. Natürlich Violet Naga. Also scheint so, als wäre die Konkurrenz nur auf einem Channel gewesen. Was ich natürlich sehr freundlich finde. Das finde ich ausgezeichnet. Giant King. Beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Begnädigt uns. Mit einem Orikalkum. Hätte auch gepasst. Hat er aber nicht gemacht. Leider die Dropskills gefettfingert. Eine Minute zu früh gestartet jetzt. Aber vielleicht bringt das ja Glück. Mr. Violet Kingstar. No. Nächster Giant Kingstar. Direkt dahinter steht auch wieder der Violet. Im guten alten Doppelpack. Also der Giant Kingstar ist eigentlich echt überfällig, dass der mal wieder was droppt. Und ich rede hier nicht von Sethain. Übrigens haben sie ja die Farbe von Violets teilweise geändert. Es hieß ja in den letzten Patch Notes, dass es irgendwie ja Violets gab, die zu ähnlich oder genauso aussahen wie die Giants und es dann nicht genug Differenzierung gibt. Und das ist mir auch erst heute tatsächlich aufgefallen, dass Violet Kingstar wohl auch davon betroffen war. Also er ist jetzt quasi pink und vorher war einfach, Giant Kingstar mit dem lilanen Kreis drumherum. Und ich muss aber ehrlich zugeben, ich verstehe so nicht so hundertprozentig, warum sie das gemacht haben. Also grundsätzlich schon, damit quasi alle Arten von Monstern sozusagen einzigartig sind. Das haben sie mit den Quest-Monstern auch gemacht. Die meisten Quest-Monster, wie zum Beispiel die Red Banks, die sind ja wirklich rot und so. Also ich meine, so ein bisschen kann man schon verstehen, dass sie es machen wollten zur Differenzierung. Aber ich finde halt bei den Violets ist es irgendwie sinnlos, weil die ja sowieso schon den lilanen Kreis um sich haben. Oder den violetten Kreis. Stimmt, bei Violet Naga ist es auch anders tatsächlich. Ja, meint. Tatsächlich. Der sieht auch anders aus, ja. Ja, aber das ist halt das, was ich... Wobei bei Violet Naga hat es eigentlich keinen Sinn ergeben. Weil der sah ja sowieso nie aus wie der Giant. Na gut, es ging glaube ich nicht nur um Giants. Es ging glaube ich allgemein darum, ihn zu differenzieren von den anderen Monsterarten. Dass jedes Monster sein komplett eigenes Farbschema hat oder whatever. Aber wie gesagt, ich finde es irgendwie unlogisch, weil du hast ja diese unique Violet Aura, die ja sowieso schon speziell ist. Oh, also... Not sure. Und da liegt der Kollege auch schon ohne Drop.
Giant Naga. Davon haben wir heute noch nicht so viele gesehen. Das ist vielleicht sogar erst der zweite. Mist. So, Giant Naga jetzt aber nochmal zum Droppen, bitte. 4. Violet Naga, er ist gerespawnt und damit alle 8 Violets getötet. Zumindest die 8, auf die ich es abgesehen habe. Gibt natürlich mehr als 8. Und hat aber nichts gedroppt. Das heißt, unsere bisherige Ausbeute beläuft sich auf ein mickriges X-Protect. Aber da selbst das nicht garantiert ist, I guess I take it. Giant Mr. King? Giant Mr. Drop King? No. Noch einer von der Sorte. Hoffentlich von der Sorte mit Drops, baby. Come on, baby, let's go. Oh, man. Noch ein Giant Naga. Danach müssen wir bald wahrscheinlich auf die Dorians ausweichen. Aber solange ich noch was finde, brauchen wir es nicht. Also heute würde ich mich halt wirklich auch mit einem Orikalkum zufrieden geben. Sag ich mal. Ich hätte natürlich gerne mehr. Ich will einfach nur mal wieder ein Ori droppen. Ich dachte halt wirklich, wenn man immer mal wieder ein Ori droppt, dass man halt echt gut was aufbauen kann. Sicher, also bei jeder Session 1, 2 Oris. Hätte man sich schon ein bisschen was zusammenfarmen können fürs nächste Doppel-Upgrade-Event oder generell einfach Ultimate-Schmuck upgraden. Weil es ja schon schweineteuer. Wenn man sich das selber farmt, spart man sich natürlich viel. Aber bei der Droprate kannst du das vergessen. Einmal bitte Orikalkum mit extra Senf, bitte. Gerade ein Pirate Ship gespawnt. Ist auch so weird, dass es einfach um 4 Uhr nachts spawnt. Eine weitere ätzende, riesige Schlange ohne Drops. Ohne Drops. Ja, da wäre ein weiterer Giant Naga. Ohne Drop. Da sind wir auch schon bei den süßesten Fischlis im ganzen Ozean. Unseren Fischen. Wir haben schon Orikalkum von dem gedroppt. Ich glaube, Set-Teil auch. Also ich töte meistens 4 Stück. Dafür ist die Droprate eigentlich recht okay bisher gewesen. Hoffentlich heute auch wieder was. Giant Kingster sag ich schon. Dorian Number 2. Giant Dorian Nummer 2. Und ich glaube, das ist das erste, was ich 2 Giant Dorians mit den gleichen Dropskills killen konnte. Weil sie direkt auf dem am gleichen Spot waren. Was sehr selten ist. Giant Dorian Nummer 4 von 4. Ist eigentlich noch nie passiert, dass der nicht auf jedem Channel da war. Ich glaube, einmal oder so. Und selbst da besteht immer die Chance, dass es eigene Inkompetenz war, warum man ihn nicht entdeckt hat und nicht wirklich, dass er nicht da war. Aber alle 4 haben nichts gedroppt. Damit ziehen wir weiter und gehen wieder zu den Low Bob Giants. Und da sind wir wieder zurück beim Low Bob Giant Kingster. Diesmal wirklich Giant Kingster, nicht Giant Dorian, den ich außersehen mit Giant Kingster angesprochen habe. Das hat er mir übrigens übel genommen, sonst hätte er bestimmt was gedroppt. Nicht wahr? Ja, wir sind gut dabei. Konkurrenz auch keine mehr gesehen. Also wenn alles gut läuft, finden wir jetzt alle Giants und Violets wieder demnächst. Also Violets wird noch ein bisschen dauern. Nächster Giant Naga. Spielt denselben Song nochmal. Denselben Song nochmal. Dip, 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 dip. Nächster Giant Kingster. Einziger Drop ist heute weiterhin ein X-Protect. Und es ist Giant Kingster gewesen. Und Lightning 4 sogar auch. Let's go. Über Lightning 4 freue ich mich natürlich mehr. Endlich wieder Orikalkum. Orikalkum del Grande. Das war jetzt aber auch echt längst überfällig, weil wie viele Giants waren das? Warte, das war heute der 30. Das heißt, wir waren wahrscheinlich bei ja, fast 200, 180 bis 200 Giants ohne Orikalkum. Das ist schon echt eine Hausnummer. Also ich hoffe, das nächste dauert nicht so lange. Und ihr habt es eh schon gehört beim Umloggen, direkt kam schon der Boss Monster Sound. Aber das ist echt wie der Giant Kingster war, ne? Ich meine, er hat zwar lange nichts mehr gedroppt und mein Giant Naga hat was anderes Schönes gedroppt. Aber trotzdem crazy. Und ein weiterer Giant Naga.
Fast ein Fotofinish. Dropskills noch 4 Sekunden. Giant Naga tot am Boden. No Drop. Ey, Violet Kingstar sag ich schon. Mr. Kingstar, wie wär's mit noch einem Morigaikum? Morigaikum Grande. Nochmal Giant Kingstar. Doppel-Ori, Doppelschlag-Ori. Oh, wow. Nicer Portbug. Das wäre zwar wieder so ein richtig klassischer Flive Universe Tod gewesen. Ich stand einfach 5 Kilometer von dem Skill entfernt und plötzlich stehe ich drin und bin tot. Das wäre einfach so typisch gewesen. Caught live on camera. Almost. Giant Naga. Jetzt noch einmal Channel wechseln und dann geht's auf die Suche nach den Violets. Nochmal Giant Naga. Das wäre auch der Channel, wo der Violet das letztes gekillt wurde. Das wird der Violet hier höchstwahrscheinlich auch erst das letzte wieder respawnen. Tja, nevermind. Er ist tatsächlich hier. 1 Stunde, ja, 30 oder so. Vielleicht auch weniger. Man weiß es nicht. Hat er denn auch einen Drop für uns? No. Nächster Giant King. Vielleicht finden wir auch direkt den Violet. Ui, ich hatte gehofft, der stirbt einfach, aber macht auf Nummer stur. Und Violet Kingstar auch am Start. So muss das sein. Eine ruhige, gediegene Kugel hier. Oh oh. Das war close. Kein Drop. Und Mr. Violet King. Auf dem nächsten Channel. Mit dem nächsten Drop. Schade. Hat nicht funktioniert. Violette Schlange. Auch wieder am Start. 3 von 8 Violets schon wieder getötet. So muss das sein. Giant Kingstar. Nichts Spezielles, einfach nur ein Giant Kingstar. Ohne Drop. Giant Naga. Mit dem Drop vielleicht? Ich meine, wir haben halt noch kein Satire gedroppt. Wo bleibt das Satire? Das Wunderschöne. Selber Song nochmal. Verdammt richtig. Dritter Violet Kingstar. Verdammt, warum sage ich die ganze Zeit Giants und Violets? Dritter von 4 Violet Kingstars. Hat er noch einen Drop für uns, der Kollege? Noch nicht. Dritter von 4 Violet Naga. Und Drop. Giant Kingstar. Fast keine Partypunkte mehr. Musste noch ein paar Party-Level machen vielleicht. 4. Violet Kingstar. Damit haben wir heute insgesamt alle 8 gekillt. Nochmal ein Giant Naga. Ich habe irgendwas gefettfingert. Arrow Rain. Ja, ein Violet fehlt uns noch. Ein letzter Violet Naga. Und ja, dann mal gucken. Noch die Power-Ups verbrauchen. Und da ist er auch schon. Unser 8. Violet Naga heute is about to go down. Mit einem saftigen Drop, wie ich hoffe. Ja, es war, glaube ich, ein G-Product, aber nicht ganz so saftig, wie ich erhofft hatte. By the way, Giant Nummer 52. That's crazy, bro. Nochmal Giant Kingstar. Hat er uns noch was zu bieten? No. Giant Naga. Hat nichts mehr für uns. Nochmal Giant King. Giant Naga war tatsächlich nicht zu finden. Das läutet wahrscheinlich auch unser Ende ein. Ja, und damit würde ich auch sagen, beenden wir es wirklich. 55 Giants mussten heute dran glauben. Weiß gar nicht, was unser aktueller Rekord ist. Auf jeden Fall 60 hatten wir doch nie.
Aber ja, ich meine, 50 würde ich sagen, reicht eigentlich. Da hat man eine relativ realistische Chance, auf jeden Fall ein Ori zu droppen. Wenn man viel Glück hat, kann auch sehr viel mehr drin sein. Ich denke, das passt schon so. Und ja, wenigstens Orikalcom wieder gedroppt. Also wenn wir heute kein Ori gedroppt hätten, wie gesagt, dann hätte ich echt den Glauben an die Menschheit verloren oder so. Achievement-technisch sieht es auch ganz gut aus. Naga habe ich jetzt fast auf Level 4. Wenn ich das erreicht habe, dann dauert es eh Ewigkeiten, bis das Level 5 irgendwann kommt. Also wir jetzt Naga und Dorian noch auf Level 4 machen, weil Dorian eigentlich nicht so wichtig ist, weil ich ja immer nur 4 Stück töte normalerweise. Aber ja, da arbeite ich momentan noch ein bisschen dran, die Achievements von dem Account ein bisschen hoch zu pushen. Aber das Problem ist halt, wenn du nur mit dem Elementor levelst, dann haben halt die anderen logischerweise keine Achievements. Und beim Giant Hunten, also früher, vor Koralleninsel und vor Astria, I guess, konnte man wahrscheinlich wirklich durch Gigen tatsächlich ein bisschen die Achievements pushen, wenn man immer den Giant und ein paar Akkus getötet hat. Aber jetzt, wo man hier mittlerweile freaking, was braucht man für Level 5? 18.000 braucht, ich meine, da machst du halt gar nichts, ne? Also ich meine, 18. Giant Session und ich habe vielleicht 1000 Kingstars getötet, wahrscheinlich weniger. Also das ist, ja, das bringt nicht wirklich viel, da passiert nicht wirklich viel. Egal. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall noch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.